Eine Generalvollmacht, wozu ist die gut? Schau doch mal hier, der Arzt hat deine Amnesie sogar schon schriftlich bestätigt. Fehlt nur noch deine Unterschrift. Und wenn ich das unterschreibe, dann kannst du alle Entscheidungen für mich treffen? Ja. Tanja, was tun Sie da? Olli hat mit diesem Arschloch rumgeknutscht. Ich komme dann später wieder. Mist. Ich gehe ihm dann mal hinterher, nicht, dass er das in den falschen Hals gekriegt hat. Wenn Sie bitte so freundlich wären, das Zimmer zu verlassen. Ich möchte mit meiner Frau allein sein. Ja, das könnte Ihnen so passen. Ich sag's nicht nochmal. Glauben Sie mir, trauen Sie diesem Mann keinen Millimeter über den Weg. Er spielt Ihnen den liebenden Ehemann nur vor. So, diese Unterstellung hören wir uns doch gar nicht erst an. Meine Frau braucht Ruhe. Gehen Sie jetzt bitte. Moment mal. Ich würde mir gerne anhören, was diese Frau zu sagen hat. Tanja, das ist doch völlig... Lässt du uns allein, ja? Sicher, wenn du das möchtest, Schatz. Lass dich nicht einwickeln. Brandner. Marianne Herz hier, die Sprechstundenhilfe von Frau Dr. Pörner. Ich hätte gerne mit Frau Kepler gesprochen. Das geht gerade nicht, aber kann ich ihr was ausrichten? Frau Kepler ist heute nicht zum Termin für die Ultraschalluntersuchung gekommen. Ich wollte fragen, ob wir einen neuen vereinbaren sollen. Das ist nicht notwendig. Wissen Sie, ob sie zu einem anderen Arzt gewechselt ist? Nein, nein. Es ist nur so, dass unser Junge ist verstorben. Oh Gott, mein Beileid. Sie möchte sich vielleicht einfach melden, wenn sie mag. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. Hat jemand angerufen? Ah, nur ein Handwerker, der nicht weiß, wann Feierabend ist. Ich gehe da mal. Ich muss noch einen Artikel fertig schreiben. Naja, und wenn ich auf die Kleine aufpassen soll, dann... Tschüss. Das ist Alltag für Ansgar. Er ist völlig skrupellos. Ich vermute auch, dass die Drogen zu dem Treppensturz und damit dann zu dem Koma geführt haben. Warum sollte er sowas tun? Er ist mein Mann. Wir müssen uns doch geliebt haben. Darüber wage ich nicht zu spekulieren. Ich kann Sie nur dringend warnen, wachsam zu sein. Also ehrlich gesagt, ich verstehe das alles gar nicht. Auf keinen Fall dürfen Sie hier irgendwelche Dokumente unterschreiben, die er Ihnen vorlegt. Ansgar will das Sorgerecht für Ihren Sohn. Dafür würde er alles tun. Naja, und für Macht und Geld. Warum erzählen Sie mir das alles? Warum liegt Ihnen so viel daran? Sind Sie meine Freundin? Aber Sie können ganz sicher davon ausgehen, dass ich nicht auf Ansgars Seite stehe. Vertrauen Sie mir. Bitte. Unterschreiben Sie nicht. Hast du schon mal in den Reiseprospekt reingeschaut? Zuerst habe ich ja gedacht, dass es eine ganz gute Idee ist, zu verreisen, aber... Aber was? Kannst du dir vorstellen, zwischen lauter fröhlichen Menschen am Strand zu sitzen, die mit ihren Kindern Sandburgen bauen und alle lachen und sind glücklich? David, ich weiß, dass du in Rebecca verknallt bist. Und ich weiß auch, dass ich mich wie ein Riesenarschloch verhalten habe. Davon mal abgesehen. Meinst du, Olli findet es toll, was du da hinter seinem Rücken treibst? Das ist einfach blöd gelaufen. Und es tut mir leid, das musst du mir glauben.
Na klar, und damit ist alles wieder okay. Ich brauche jetzt ein Bier. Warum ist denn nie Bier da, wenn man mal eins braucht? Es tut mir leid, was willst du noch? Du hast doch Schiss, dass ich's Olli erzähle, oder? Jetzt pass mal auf, dieser Kuss, der hatte nichts zu bedeuten, ja? Wir waren beide frustriert und traurig und dann ist es einfach passiert, okay? Und was ist mit Rebecca? Hast du mal darüber nachgedacht, dass du Rebecca ausnutzt? Blödsinn. Wir beide sind Freunde. Nicht mehr und nicht weniger. Ach ja, so was passiert denn dann bei Freunden. Hi, ihr beiden. Hi. Wie sieht's aus mit einer Pizza? Soll ich uns die bestellen? Ich habe echt Hunger. Nee, danke. Ich klinge mich aus. Ihr habt ja bestimmt noch was zu besprechen. Also ich würde eine nehmen. Wie immer mit Salami und extra Käse. Dieser Kuss mit Rob, der war wirklich völlig ohne Bedeutung. Weiß ich doch. Lass uns das einfach vergessen. Na, fertig mit der Verleumdungskampagne? Nun, sagen wir mal so, ich habe versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Tut mir leid, dass sie dich belästigt hat. Das Gleiche hat sie auch gesagt. Ja, und noch einiges mehr, nehme ich an. Bestimmt hat sie mich als kaltes, gefühlloses Monster dargestellt, das auf nichts Rücksicht nimmt. All dieser Hass, all diese Zwietracht, wann hört das denn endlich auf? Sie hat nicht gerade viel für dich übrig. Und dabei lassen meine Geschwister und ich diese Person seit Jahren bei uns auf dem Schloss wohnen. Alle Privilegien unseres Standes genießen. Natürlich im Andenken an unseren geliebten Vater. Elisabeth hasst uns, vor allem mich. Sie ist unzufrieden mit ihrem Erbteil, deswegen intrigiert sie, wo sie nur kann. Was hab ich denn damit zu tun? Tanja, sie sucht Verbündete auf dem Schloss. Dazu ist ihr jedes Mittel recht, selbst die miesesten Lügen. Sie nutzt deinen Zustand nur aus. Das Gleiche sagt sie über dich. Weißt du, das Perfide an dieser Person ist ihre Fähigkeit, sich zu verstellen. Da sind schon viele drauf reingefallen. Bitte lass nicht zu, dass sie sich zwischen uns stellt. Spürst du denn gar nicht, was wir füreinander empfinden? All die Wochen, die du im Koma lagst, ich hatte so schreckliche Angst, dass du nie wieder aufwachst. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dich gar nicht zu kennen. Dann gib mir eine neue Chance. Hannes, du und ich, wir sind doch eine Familie. Dazu, damit ich handlungsfähig bin, bis es dir wieder besser geht, musst du das unterschreiben. Gib mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Bitte. Übrigens, ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast, von wegen der fröhlichen Menschen am Strand. Ich kann das gut nachvollziehen. Trotzdem glaube ich, dass wir ein bisschen Abstand brauchen. Es muss ja nicht gleich der Strand sein. Wir könnten ein paar Wochen nach Flensburg fahren. Michaela und Rainer besuchen, hm? Ich weiß nicht. Oder wir mieten uns ein Wohnmobil. Fahren einfach drauf los, bleiben dort, wo es schön ist.
Auch nicht. Neuseeland? Du hast doch gesagt, dass du deine Studienfreundin kennst. Simone, ja. Die liegt mir auch schon seit Jahren damit in den Ohren, dass ich sie besuchen kommen soll. Ja, dann sollten wir das mal einlösen. Ja. Warum eigentlich nicht? Okay, du rufst Simone an und ich check die Flüge. Und was ist mit Brandnerbau? Arno ist doch wieder da. Was für ein Zufall. Ja, David ist gerade im Rettungseinsatz. Ich muss bis morgen einen Artikel fertig kriegen und mittendrin schmiert mir dieses Mistteil hier ab. Gut zu wissen, dass er sowas kann. Das wird sich noch rausstellen. Was kann ich Ihnen bringen? 3 Alt, bitte. Ihr trinkt doch eins mit. Es gibt Nachrichten. Gute. Na, endlich mal. Also, die Universität hat mich angeschrieben. Wegen deines Architekturstudiums? Ich könnte sofort loslegen. Ach, Arno, prima. Gratuliere. Danke. Das freut mich für dich. Hat er was? Ja, der ist den ganzen Abend schon so schlecht drauf. Vielleicht kriegst du ja irgendwas aus ihm raus. Was ist denn jetzt mit Brandnerbau, wenn du einen auf Studi machst? Ziehst du dich dann ganz raus oder was machst du? Ja, das muss ich wohl. Aber Matthias kommt auch ohne mich klar. Das ist er ja schließlich auch, als ich auf Reisen war. Das kann nur der Hit werden. Good old Rob produziert keinen Flop. Aber die Deko, die muss natürlich richtig reinhauen. Ich denke da so an Impressions from Mars. Oh, sorry, ich bin gleich wieder da. Soll ich dir noch was zu trinken mitbringen? Just don't make me wait too long. Okay. Guten Morgen, schöner Mann. Stand der schon zappelnd vor der Tür, als du heute Morgen den Laden aufgeschlossen hast? Rein geschäftlich, habe ich dir doch versprochen. Hey, ihr zwei. Hey, super, dass du gerade aufschlägst. Ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Rob und ich, wir planen ein neues Event, so eine Space Party. Und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Bock hast, dir ein paar Entwürfe zu überlegen. Klar, kein Problem, ja. Echt? Super. Dann besprechen wir das später. Ja, ich muss zu Rob zurück. Okay. Bis dann. Bis dann. Kaffee? Ja, gern. Du, ich muss dich mal was fragen wegen gestern. David hat da so eine kryptische Anmerkung gemacht. Ja? Also, ich habe ihm gesagt, dass der Kuss nach einer Übersprungshandlung war, die nichts zu bedeuten hatte. Und er war sich nicht so sicher, ob du das auch so siehst. Ach, Blödsinn. David ist einfach ein hoffnungsloser Romantiker. Ist doch kein Ding, meine Güte, so ein kleiner Kuss. Ja, schau mal. Günstiger kommen wir nicht nach Auckland, hm? Aber das wäre ja schon heute Abend. Ja, wie? Geht dir das so schnell? Nein, buch den Flug. Okay. Tja, dann sollten wir gleich mit dem Kofferpacken anfangen, hm? Welche Koffer? Stimmt. Wir nehmen nur das Nötigste mit. Ja, wahrscheinlich werden wir sowieso die ganze Zeit in Jeans und T-Shirt rumlaufen. Danke, dass du das möglich machst. Na, ihr zwei. Also, es gibt Neuigkeiten. Die haben wir auch, aber du zuerst. Ihr zuerst. Wir fliegen nach Neuseeland, um mal rauszukommen. Neuseeland? Weiter raus geht's ja wohl nicht. Und wann geht's los? Heute Abend schon. Für wie lange? Keine Ahnung. Solange uns die Kiwis schmecken. Ja, und wir dachten uns, dass du da in der Zeit dich um Brandnerbau kümmerst. Ja, klar, mach ich. Danke, Arno. Und was hast du für Neuigkeiten? Ich habe 2 Pfund abgenommen. Einfach so. Toll, was?
Was ist mit meinen Beinen? Keine Panik, es ist alles in Ordnung. Sie haben so lange im Koma gelegen, dass Ihre Muskulatur sich extrem zurückgebildet hat. Mit Ihren Beinen ist neurologisch gesehen alles soweit in Ordnung, aber die Muskulatur muss langsam wieder aufgebaut werden. Unsere Physiotherapeutin wird Ihnen dabei helfen, nur das braucht Zeit. Gott, was denn noch alles? Ich bin so froh, dass Christian mir diesen blöden Kuss verziehen hat. Was ich da gemacht habe, war echt so bescheuert. Du sagst es. Christian ist ein echter Glücksgriff. Ich brauche noch 2 Latte, einen Apfelsaft und einen Orangensaft. Kommt sofort. Es ist ja echt irre, dass das mit dem Visum so schnell geklappt hat. Ja, voller Einsatz und perfektes Timing. Ja, man muss auch mal Glück haben. Ja, das habt ihr verdient. Wollen wir Loskoffer kaufen? Ja, klar. Ich komme danach. Hallo, ein Cappuccino bitte. Kommt sofort. Na, Chef, du wirst nicht erraten, wo Natalie und ich ab morgen sein werden. Beim Bingo-Spiel? In Neuseeland. Echt? Ja, echt. Voll fett, hm? Ist cooler als Australien, sagen alle. Und wer macht Brandnerbau so lange? Was für eine Frage. Arno natürlich. Im Ernst jetzt? Ja. Der hat sich doch so gefreut, dass er sofort in sein Architekturstudium einsteigen kann. Ich war kurz vor dem Ziel. Da muss ich diese blöde Kosmetikfachverkäuferin einmischen. Tanja hat um Bedenkzeit gebeten? Aber eins garantiere ich dir. Viel Bedenkzeit kriegt sie nicht. Ich brauche diese Unterschrift. Bringt denn dieses Schreiben dir wirklich so viel? Herrgott, nochmal, das ist eine Generalvollmacht. Damit bin ich im Besitz sämtlicher Entscheidungskompetenz. Und die werde ich nutzen. In nicht allzu ferner Zukunft habe ich wieder das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn. Und schon viel früher habe ich die Kontrolle über Tanjas Konten. Noch Fragen? Haben Sie Ihrer Frau gestern noch mal so richtig zugesetzt? Erfolglos, wie ich Ihrer säuerlichen Miene entnehme. Freuen Sie sich mal nicht zu früh. Träumen Sie weiter. Tanja leidet zwar unter Amnesie, aber sie ist ja deshalb nicht völlig verblödet. Sie wird auf ihre lächerliche Fassade nicht hereinfallen. Ach, wissen Sie, in Stunden der Not, so wie meine arme, hilflose Frau sie gerade durchleidet, da braucht man einen Menschen an seiner Seite. Und der bin ich. Loyal, fürsorglich und voller zärtlicher Gefühle. Dein Architekturstudium. Ich kann nicht erwarten, dass du deinen großen Traum wieder auf unbestimmte Zeit verschiebst. Matthias, es ist doch völlig klar, dass ich in dieser Situation meine Interessen zurückstelle. Arno, ich bin dir wirklich sehr dankbar, aber ich kann das nicht annehmen. Hallo. Guck mal, in männlich gedeckten Farben, wie gewünscht. Was sagst du? Und sie haben total wenig Eigengewicht. Ja, sehr schön. Stimmt was nicht? Arno kann sich nicht um Brandnerbau kümmern. Moment, aber ich werde eine Lösung finden. Möchtest du was trinken? Was fällt dir eigentlich ein, vor Christian mein Gefühlsleben auszubreiten? Ich habe dir das nur erzählt, weil ich gedacht habe, dass du mein Freund bist und dass ich dir vertrauen kann. Das kannst du auch. Ich habe ihm nichts gesagt. Ja, aber du hast irgendwelche komischen Andeutungen gemacht. Ihn damit misstrauisch gemacht. Das würde dir ja nie passieren. Mann, Rebecca, ich will doch nur nicht, dass du unglücklich wirst. Weil ich dein Freund bin. Also schlag dir Christian aus dem Kopf. Er ist mit Olli zusammen und die beiden sind glücklich. Yep. Du bist einfach der beste Küsser der nördlichen Hemisphäre. Wie, gibt es im Süden einen besseren oder wie? Auch wenn es in letzter Zeit nicht mal einfach war mit uns. Ich kann mir echt nicht vorstellen, mit jemand anderem zusammen zu sein. Das sollst du dir auch gar nicht vorstellen. Mir geht es nämlich genauso. Also für mich sieht das eher nach Krise aus. Schließlich hat Olli Rob geküsst und Christian mich. Innerhalb von ein paar Tagen. Und das willst du jetzt ausnutzen? Nein, natürlich nicht. Ich würde mich nie zwischen die beiden drängen. Schließlich sind sie meine Freunde. Alle beide. Und der Kuss?
weiß ja, dass es ein Fehler war. Ich habe ja auch versucht, Christian aus dem Weg zu gehen, aber als er mir dann plötzlich so nah war... Mensch, David, warst du dir noch nie so verknallt, dass einfach der Verstand aussetzt? Mann, ich weiß ja, dass ich nur Chancen habe. Irgendwie muss ich es doch schaffen, ihn zu vergessen. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich weiß, das klingt kitschig, ist aber so. Ich liebe dich auch. Können wir nicht noch mal auf Neustadt gehen? Die letzten Wochen vergessen und neu anfangen, ohne Lügen, ohne Geheimnisse. Sie wirken so nachdenklich. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, mir geht die Geschichte mit Tanja nicht aus dem Kopf. Also, etwas begreife ich nicht. Sie haben mir Tanja immer als Intrigantin und gefährliche Person beschrieben und setzen sich so für Ihre Belange ein. Mir geht's dabei auch um Hannes. Auch wenn es schwer nachzuvollziehen ist, aber er liebt seine Mutter. Sie glauben, dass Ansgar ihr den Jungen wegnehmen will? Er wollte, dass sie ihm eine Generalvollmacht unterschreibt. Er will sie loswerden. Und dann alle anderen, die ihm im Wege stehen. Deshalb hat er seine Frau ja auch unter Drogen gesetzt. Und in dem Drogenwahn ist sie dann gestürzt und ins Koma gefallen. Das sind schwere Vorwürfe. Ja, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Die einzige Möglichkeit, Ansgar etwas nachzuweisen, wäre Tanjas Aussage. Sie muss sich einfach erinnern. Hast du mir gesagt, das wäre der schönste Tag in deinem Leben? Glauben Sie mir. Er spielt ihm den liebenden Ehemann Karl. Wusstest du denn gar nicht, was wir füreinander empfinden? Ja, Dokumente unterschreiben. Elisabeth hasst mich. Sie liefern sich ihm völlig aus. Tanja! Oh, Gottes Willen, Tanja! Hey, was ist denn passiert? Geh weg. Ich kann dir nicht trauen.